Weil wenn ihr in Bars gehen wollt, nehmt diesen. Wenn ihr essen gehen wollt, nehmt diesen Duft. Hey Freunde, willkommen zurück. Fragrance Talk wieder hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Layton und Layton Exclusive stelle ich euch heute vor. Ja, der Klassiker, ehrlich gesagt, von Parfüms de Marly und sein Nachfolger, sein ja, erwachsener Bruder, würde ich mal sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, bis gleich. Hey, willkommen zurück. Ja, und wir fangen gleich mal an mit den Layton. Ja, der Layton, einer meiner Lieblingsdüfte von Parfüms de Marly, wenn nicht sogar mein Lieblingsduft. Ah, ja, die Mandarine, der Apfel am Anfang, die Süße. Oh, absolut geil. Gleich vorweg einer der geilsten Düfte in den Clubs oder in den Bars zu tragen. Sehr geil. Da könnt ihr nichts mit falsch machen. Und ich habe nicht eine Dame, die bis jetzt gesagt hat, der geht nicht, das ist nichts. Der kommt einfach gut an. Bergamotte, Veilchen, Jasmin dann. Und eine gute Haltbarkeit von 10 Stunden. Ich muss so dazu sagen, es wird auch hier, das weiß ich, es wird der Batch oder beziehungsweise, ja, der Batch, so nennt man das, wird definitiv oft jedes Jahr ein bisschen geändert, das ist klar. Die Designer oder die Häuser wollen einfach immer ihren Duft ändern. Ob das gut ist, ist die zweite Frage. Viele Fans natürlich von der Erstauflage mögen das nicht, das ist ganz klar. Zum Beispiel Job. Wenn du den alten Job kennst, dann will man eigentlich gar nicht den neuen haben, obwohl der neue gut ist, aber man möchte es einfach nicht. Und ja, und bevor, ach so, gleich vorweg auch, bevor ihr mich fragt, was für ein Batch hat der, weil das die erste Version ist, also Parfüms de Marly gibt unten die Batches nicht an. Das weiß ich aus erster Hand. So, die stimmen nicht. Also es gibt Firmen, die geben die Batches an, etc. pp. Parfüms de Marly macht das nicht gern. Deswegen habt ihr auch ab und zu bei Parfüms de Marly, dass ihr überhaupt, dass er keinen Code anzeigt und so weiter. Weil es gibt eben Firmen, die wollen das nicht. Aber habt keine Angst. Die aktuellen, die jetzt draußen sind, sind die aktuellen Batches. Den gibt es denn nicht mehr. Das ist die alte Version. Da müsst ihr natürlich, keine Ahnung, bei Parfumo oder bei eBay gucken. Auf jeden Fall, hier ist die Haltbarkeit bei 10 Stunden. Sehr gut und eine sehr gute Ausstrahlung. Und nochmal der Flakon so, ja, so matt gehalten. Das ist sehr geil. Und für Leute, die immer gleich meckern, ist auch original. Ja, nochmal direkt aus New York, aus dem Store. Das ist original. Und bei Layton ist immer die Schrift ein bisschen weniger, das war so. Und jedenfalls bei den Anfang, bei den ersten. Und ich liebe ihn einfach, Er kommt an, die Süße, der Apfel, ihr merkt das. Ich habe ja immer gesagt, das ist der bessere, sagen wir es so, das ist besser ausgedrückt, der bessere Boss Bottle. So, wer Boss Bottle mag, der mag auch den Layton. Ganz klar. So. Und nicht wegen, ja gut, klar, wegen dem Apfel. Boss Bottle ist ja auch auf Apfel, Vanille aufgebaut, genauso wie der Duft. Die Vanille kommt dann natürlich sehr geil. Und es ist einfach ein süßer Duft, ein süßer Apfel-Vanille-Duft, der nicht übertrieben süß ist, sondern richtig gut kommt. So. Und dann nehmen wir mal seinen Bruder, seinen jüngeren Bruder, aber doch erwachsenen Bruder, und zwar das Exclusive. Ja. Und der Duft, also viele sagen ja, man muss die nicht beide haben oder sie sind schon sehr identisch. Also klar, die DNA ist dabei von den Original. Aber testet die mal gleichzeitig. Es sind andere Düfte und schon in der Luft hier. Er ist einfach tiefer und unsüß. Er ist unsüß und das ist der Punkt. Bergamotte, Grapefruit, Apfel in der Kopfnote. Nehmt ihr nicht so wirklich alles extrem wahr wie noch im Original. So, und die Süße, im Endeffekt ist das so, als wenn man den Zucker komplett weggelassen hat. So ist das. Man nennt ihn auch den männlichen Layton. So, und das stimmt. Das stimmt, es ist der männliche Layton, weil das Süße ist weggenommen worden. Dann kommt Rosengarne, Zimt, Lavendel. Zimt, ja, das ist dieser, ihr kennt ja, viele kennen ja Zimt immer nur süß. Ja, Zimt und Zucker ist süß, aber der normale Zimt ist nicht so süß.
Das muss man schon wissen und so kommt dieser Duft auch rüber. Einfach trocken, tiefer, runder, Zucker weg, also das Süße weggenommen und ja, wie soll ich das beschreiben, was man da riecht? Die DNA ist schon komplett da, von, wie gesagt, von Original nur eben unsüß. Dann kommt das Holzige und Patchouli und Vanille. Also im Endeffekt gleich vorweg, wenn die Frage aufkommt, braucht man die beide? Das muss jeder für sich selber wissen. Ich sage ja, weil wenn ihr in Bars gehen wollt, nehmt diesen. Wenn ihr essen gehen wollt, nehmt diesen Duft. Wenn ihr ein Date habt, dann entscheidet euch. Ich denke, dass er dann ein bisschen besser ankommen wird. Weiß man aber nicht. Vielleicht, wenn die Frau nicht so süße Düfte bei Männern mag, ist er wieder gut. Also ihr habt viele Möglichkeiten. Den kann man, wenn man ab 18 ist, so tragen. Klar, ist ein süßer Vanilleduft. Den vielleicht so ab 25 ist einfach der Erwachsene. Und ja, schon sehr nice. Also ich kann die euch ans Herz legen. Layton ist ein sehr cooler Duft. Ich stelle die mal hier hin. Auf jeden Fall, wer Parfüms de Marly-Fan ist, sollte auf jeden Fall zuschlagen. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, man sollte den Exclusive, auch wenn man den Original Layton in der Sammlung haben, auf jeden Fall testen. So Leute, das war mein Duftvergleich. Es wird jetzt öfters mal so ein Duftvergleich kommen. Ich finde es eigentlich ganz nice und das Format und ja, der macht's gut und unten sind die Düfte verlinkt, schaut rein und dann bleibt gesund, bleibt munter und wir sehen uns bald wieder. Fragrance Talk.